Tag, an dem ich Bali verlasse. Es geht auf diese kleine Nachbarinsel, Penangan oder so ähnlich, keine Ahnung, ich kann mir den Namen nicht merken. Aber ihr habt es gesehen eben auf der Karte, es ist so eine kleine vorgelagerte Insel und noch eine Mini-Insel daneben. Die ist erreichbar über so eine Brücke angeblich, habe ich mir sagen lassen. Und das werde ich mir heute mal angucken. Ist nicht groß, ist eine kleine Runde, glaube ich, alles zusammen, beide Inseln um die 27 Kilometer. Weil heute Nacht hat es ja wieder mal geregnet und in der Früh, und das ist mir irgendwie schon wieder zu instabil, dass ich jetzt da eine ausgedehnte Route mache. Von daher heute eine kleine Runde auf die Nachbarinsel und ich hoffe, es gefällt euch. Ich fädel mich jetzt im Verkehr ein und dann geht es zur Fähre, zum Schiffchen, was mich dann rüberbringt. Das ist jetzt der offizielle Weg zum Hafen. So schaut es aus hier. Kommt auch schon jemand. Ja. Das ist also der Fußgängerweg. Bin ich mal gespannt. Motorrollerzeichen war nach rechts, aber nur zum Parken. Die dürfen wir eh nicht mit aufs Schiff, aber Fahrräder dürfen angeblich mit drauf. Es waren auch schon Menschen drüben mit Rädern. Also bin ich mal zuversichtlich, dass es klappt, aber der Weg dahin ist schon ein bisschen unkonventionell. Schaut irgendwie nicht so offiziell aus, aber jawohl, aber er war so ausgeschildert, also gucken wir mal. So, der freundliche Herr führt mich nun zum Ticketschalter, da ich den Namen der Insel auch vergessen habe. Müsst ihr jetzt bei Google Maps nachgucken. Oder eher so ein Agent, der die Leute vorher abzieht. Man weiß es nicht. Auf den Philippinen ist es gang und gäbe. Ah, hier. Welcome to San Harbor. What is it? Speedboat? Yes. And the normal boat? This one? Don't have a normal boat. No, it's only this, yeah? Yeah, only speedboat here. Only speedboat here. How much is that? And For thank the you. price, Thank you. Okay. just 150,000 for one way, one Yeah, person. with the bicycle, right? Yes. This is your bicycle. Yes. You can do the like. Kan orang ngelipet nah. What? You cannot bring your bicycle to the island with the boat from here. But there were other people with the bicycle also. I think not from here. From where? I think from Pusambo or from Padang Pai. Where is Because that? not here, another harbor. Lembongan or Penida? Lembongan. Oh, Lembongan. Yeah. I think you must be rent the bike there, not bring the bicycle. Also from this one, Yeah. cannot bring the bike like this also. So only Padang Bai. Yeah, Padang Bai. But for sure. Yeah. Okay, but You this can check, but I'm not sure, but you can check. Okay, Because from here, if you can do the Yeah. small your bike, Yeah. like what you call it? Yeah, to fold Yeah. it, fold it, yeah. Yeah, fold it. Yeah. You can do from here. Mm. So sorry. Okay, no Yes, worry. Thank you. Sorry, yeah. Bye bye. Tja, dann war das jetzt der Satz mit X. Hat sich erledigt. Aber der andere Hafen, der ist ja 40 Kilometer weg. Das lohnt sich ja gar nicht. Da ist ja die An- und Abfahrt zum Hafen
länger als die Runde auf der Insel, auf dieser kleinen da. Das ist jetzt blöd, also das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Jetzt brauchen wir einen Plan B. Ich meine, ich weiß von diesem Padang Bai, da kann man dann nach Lombok rüber, das war mir klar, aber hier auf diese kleine Insel, der ist ja hier, wir können ja mal hingucken zum Hafen, dass er hier dieser kleine Hafen, da kommt dann das Boot an und die Deutschen da bei mir im Hotel, die meinten auch, dass man da Rad fahren kann. Ja, kann man auch, aber wenn sie sagt, dass man da ein Rad extra ausleihen muss und sein eigenes gleich mitbringen kann, dann ist das natürlich schlecht. Sehr schlecht. Das ist blöd, da muss ich mal den Kieran fragen. Das ist immer mein Notnagel, der Kieran. Das ist der Waliser, der ständig hier in Südostasien rumfährt mit dem Rad und schon überall war, mehrmals, und der weiß alles. Kieran, you know everything about locations and ferry connections and accommodations. So I need to ask you, how do I get from Sanur to the little island over there? They don't let me on the boat with a bicycle. Only when I fold it, but I cannot. Ja, da muss ich den mal fragen, weil hier ist irgendwo der Hafen gewesen. Wo ist das? Genau, da bin ich ja schon lang geradelt. Ich glaube da hinten, ja. Okay, da muss ich jetzt mal in mich gehen. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich mache. Tja, das ist wohl so ein kleines Bötchen. Ja gut, ich meine, da haut man es halt hinten ans Heck da, an die Tür, ist doch kein Problem. Ich verstehe das nicht. Das ist jetzt blöd, ich habe jetzt keine Lust, 40 Kilometer irgendwo hinzufahren wegen einer 27 Kilometer Runde auf der Insel. Das lohnt sich hin und vorne nicht. Da fahre ich 80 Kilometer nur zum Hafen und zurück und effektiv auf der Insel dann die kleine Runde. Das ist blöd. Aber gut, kann ich jetzt nicht ändern, so ist es jetzt. Dann schaue ich jetzt vielleicht mal nach diesem verlassenen Vergnügungspark. Ich glaube, Vergnügungspark war es, ja, genau. Da gibt es wohl hier irgendwo einen. Vielleicht lassen sie mich da mit dem Rad rein und dann schauen wir uns den wenigstens an. Dann hat sich das Video wenigstens etwas gelohnt. Ja, so ein schönes Hafengebäude und die lassen mich nicht drauf. Och Mann. Oh, sowas nervt immer. Da ist auf Google Maps die Fährverbindung eingezeichnet und dann sind es irgendwelche Jollen, wo du dein Bike nicht drauf tun darfst. Und das nächste Mal mit einem Faltrad in Urlaub fahren, dann kann ich überall mit drauf. Hier ist Party. So, auf jeden Fall geht es dann jetzt weiter die Küste entlang, nördlich. Da kommt dann dieser Park irgendwo. Da war ich jetzt auch noch nicht. Der weiteste Punkt war hier zu diesem Hafen. Aber ich muss mal gucken, ob hier überhaupt ein Weg lang geht. Das schaut jetzt gerade nicht so toll aus. Aber wir schauen mal. Eingezeichnet war irgendwas. Aber hier wird schon abenteuerlich. Schaut schon mal eher gravelmäßig aus. Da geht's dahin, das Boot, ohne mich. Ihr Säcke. Komm mal her, da ist doch Platz hinten drauf. Zur Not stelle ich mich da hin und halt's fest. Das ist ja echt, ey. Stellt sich da an. Toll. Ist doch gleich da drüben hier. Kannst du rüber schwimmen. Ah. Das ist ja mehr Cross-Veranstaltung hier, als dass man hier mit einem Rennrad fahren kann. Hier ist der Doggy, der chillt. Ja, der schaut aber auch noch mal so gesund aus. Ja, aber ein Halsband hat er. Und hier wieder hoch. Ei.
Aber schöne Wellen haben wir hier und das Meer. So, das hier scheint dieser Park zu sein, der irgendwann mal vor Jahren errichtet worden ist und habe mir sagen lassen, wegen Corona geschlossen wurde und seitdem auch nie mehr aufgemacht hat, weil irgendwie ja natürlich dann die Umsatzzahlen erstmal eingebrochen sind und anscheinend ist das Geld dann ausgegangen, um den irgendwie aufrechtzuerhalten. Und jetzt ist es ein Lost Place, den man besuchen kann gegen Eintritt von 1 Euro oder 1,10 Euro. Aber wenn der seit Corona zu ist, das kann doch jetzt nicht so immens verfallen sein seit der Zeit. Die paar Jährchen, das schaut ja aus, als wäre das schon 20 Jahre zu. Aber naja, sei es wie es will, so sieht es jedenfalls aus. Wir gucken jetzt mal, wo der Eingang ist. Mal gucken, ob sie mich hier mit dem Rad reinlassen. Klein haben wir auch schon Handy. So, ich habe es geschafft. 20.000 Rupiah Eintritt, 1,10 Euro. Das Rad durfte mit rein. Ich habe ja gesagt, kann ja nicht viel kaputt machen hier. Also von daher kein Problem. Also es schaut schon sehr verlassen aus, sehr verkommen. Hier hat schon länger keiner mehr gefegt. Aber dass das so verkommen ist, ich denke, das ist schon länger zu. Das gibt es nicht, dass das erst seit Corona hier geschlossen ist. Schaut mal her. Es ist ja sowas von verwuchert und verwildert und zusammengefallen. Übelst heftig. Also in Deutschland natürlich undenkbar, dass man hier rein dürfte und dann frei rumläuft. Aufgrund der Sicherheitsregularien und Vorschriften. Wäre undenkbar. Also das kann man sich ja gar nicht ausrechnen, was da alles passieren kann. Man könnte ja stürzen oder irgendwas könnte auf einen einbrechen. Hier da hinten, das ist ja alles schon verfallen. Und wenn dann wahrscheinlich nur mit geführter Tour auf ausgesuchten Wegen. Aber hier kein Problem, hier läufst du rum, egal wohin. Kannst du alles angucken, gehst überall rein hier. Wenn dir ein Stein auf den Kopf fällt, hast du halt Pech gehabt. Ja? So läuft es hier. Aber komischerweise passiert auch nichts. Ne? Das ist ja immer das Kuriose. Oder wie die hier auch Auto fahren und Roller fahren, zu dritt auf dem Roller mit der Family und mit Hund teilweise und noch einen Sack Reis. Und dann wird links überholt und rechts überholt und aus allen Löchern kommen sie rausgeschossen. Aber irgendwie passiert nichts. Ja, bei uns alles schön geregelt, geordnet. Aber scheppern tut es trotzdem dauernd. Naja, so ist es. So, ich bin mal gespannt, wie weitläufig das ist. Am besten fahre ich jetzt hier nicht mit dem Rad, weil ich traue dem Boden hier nicht so ganz. Der ist teilweise ziemlich vermoost. Ich bin schon vorhin ein bisschen rumgeschlittert. Im Eingangsbereich hat die blöde Kamera wieder nicht aufgenommen. Da hatte ich schon einen Teil gefilmt. Muss ich da nochmal hin. Aber da ist so ziemlich moosbewachsener Boden. Und dann hier mit den Glieds. Jetzt ist es natürlich dann doppelt rutschig. Aber hier geht es jetzt momentan. Da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen fahren. Komm, wir machen das gleich mal. Ein paar Deutsche waren hier auch schon wieder. Es ist unglaublich, wie viele Deutsche sich hier rumtreiben. Ich dachte, ich habe hier ein bisschen meine Ruhe. Aber nein, im Hotel und hier in diesem Park und auf der Straße oder in den Märkten. Immer wieder hörst du es. Sind überall. So. Eieiei. Naja, hier kann man doch ganz gut fahren. Oh, funktioniert doch. So, jetzt links oder rechts? Wo geht's denn dahin? Keine Ahnung. Na, wir fahren mal ein bisschen rum. Fangen wir im Lost Place. Hier ist das Areal. Das war wohl der, ja, keine Ahnung, der Weiher hier oder der See. Vielleicht kommt man da ein Boot fahren. Man weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie hier die Attraktionen aussahen. Aber es sieht zumindest sehr gespenstisch aus. Aber hier wie so eine, ja, verlassene altertümliche Anlage schon irgendwie, ne? Mit den Säulen hier, mit den Eingängen, so tempelartig.
Schon krass, da hinten laufen welche in dem verlassenen Gebäude. Wir gucken mal weiter. Ja, jetzt wollte ich gerade mein Fahrrad hier anlehnen. Jetzt ist hier eine Schlange. Guck dir das mal an. Ach du Kacke, verschwind. Eieiei. Die ist aber schnell. Ja, die wohnen hier in diesen Ritzen. Da muss man echt Obacht geben. Das ist halt heftig, ne? Da könnten wir jetzt hier runtergehen, das würde niemanden interessieren. Du könntest da in diesen Anlagen rumspazieren. Da ist überhaupt kein Sicherheitsmann oder irgendwelche Vorschriften oder Absperrungen, nix. Du kannst dich hier frei bewegen. Das war sowas wie so ein Stadion irgendwie, so eine Arena, so ein Kolosseum, Amphitheater. Sieht zumindest so aus. Aber das ist irgendwie auch keine Bühne da unten. Aber vielleicht war das mal eine, keine Ahnung. Ja, ist schon, schon heftig hier. So, wir stellen mal das Radl hier ab. Man muss ja nicht überall mit dem Rad rein. Also, das hier, diese Viecher, die siehst du auch überall. Diese Tausendfüßler, diese bunten. Muss man auch ein bisschen Obacht geben. Ich glaube, die können irgendein Sekret abspritzen, was dann nicht so angenehm ist auf der Haut. Genauso unangenehm ist es hier rumzulaufen, weil man auch nicht weiß, was sich hier so unter den ganzen Gestrüpp verbirgt. Aber man kann sich hier frei bewegen, das ist unglaublich. So, hier haben wir die Sonnenterrasse. Liegestuhl leider nicht dabei. Könnten wir jetzt hier den Blick auf den schönen See genießen. Hier liegt eine Muschel. Ey, sag mal, da ist noch eine, noch mehr hier. Das ist alles ein bisschen feucht hier. Und ob das einsturzgefährdet ist, man weiß es nicht. Vermutlich. No risk, no fun. Heftig. Heftig. So, das ist mein Eintrittsticket übrigens. Ja, 20.000 Rupia, so schaut das Ding aus. Das Fahrrad war umsonst. Habe ich nicht extra bezahlen müssen. So, geht's hier zu den Toiletten oder was war hier unten? Sieht zumindest so aus. Sollen wir mal runtergehen? Eieiei. Oh ja. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust da reinzugehen. Das ist mir zu kloakenhaft. Aber vielleicht, keine Ahnung, ein Aquarium oder was auch immer. Oder einfach nur die Toiletten. So, hoffentlich ist jetzt nicht hier wieder irgendwo eine Schlange. So, jetzt gehen wir noch da runter und dann sind wir wieder am Eingang. Der Eingang befindet sich dort hinten. Man macht quasi hier so einen Kreis. Da, das ist dieses Gebäude, was man vom Strand gesehen hat, mit diesen Bögen da. Da bin ich durchgegangen und bin dann einmal so Kreis rum. Und da hinten war noch der kleine Kreis, wo wir jetzt eben noch waren, bei diesem Amphitheater. Und hier dürfte es dann wieder zurückgehen. So groß ist es gar nicht, aber interessant. Jetzt wollte ich eigentlich hier lang, wo es wieder zum Eingang geht. Jetzt habe ich hier noch einen Weg entdeckt, den schauen wir uns auch noch an. Aber da ist der Weg versperrt durch einen heruntergestürzten Ast. Ja, es hat gewütet die letzten Tage immer wieder. So starke Winde und dann Regen und da fliegen dann schon manchmal ein paar Trümmer rum. So. Ah, hier ist der Fluss, oder? Ah, hier ist der Fluss und hier ist auch noch so ein Tempel oder was auch immer. Hier gab es vielleicht Massageangebote, whatever. Ja, hier ist der Fluss, hier ist Ende. Und was ist hier noch?
gucken. Also, abends oder nachts stelle ich mir das schon gruselig vor hier. Ja, hier ist verschlossen, hier kann man nicht rein. Ja, ist jetzt alles auf Indonesisch, keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. Vielleicht auch irgendwelche Sicherheitshinweise, an die sich sowieso keiner hält, falls keinen interessiert hier. Schau dir das an, ey. Völlig verwahrlost. Dach schon eingebrochen. Könntest du wahrscheinlich auch rein, auch kein Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, hier geht es ja wieder vor Richtung Eingang. Was ist denn hier noch? Geht es da weiter oder ist das Sackgasse? Hier schauen wir mal. Schau, allein hier das Gebäude zieht mich an. Das ganze Gerümpel drin. Heftig, diese ganzen eingekrachten Holzbalken liegen da rum. Übelst. Guck dir das an. Ja, da kannst du jetzt reingehen. Kein Problem. Hier geht die Treppe rein. Ja, wollen wir das machen? Komm, wir machen das mal. Also hier haben wir die sanitären Anlagen wieder. Oh, die ist aber groß. Geht zu weit hinter. Jetzt schwierig hier. Mit den Schuhen ist das halt auch nicht so optimal. Ich begebe mich in höchste Gefahr für euch. Ah ja. Okay. Riesige Halle. Keine Ahnung, was das war. Da ist ein Mensch. Da ist jemand. Macht irgendwas. Was auch immer. Ja, könnten wir jetzt da weitergehen. Ach, da kommen wir gleich zum Eingang jetzt dann. Ah, okay. Ich muss ja mal ein Rad erst holen. Hier geht es dann weiter, einmal um das Gebäude herum und dann, Igitt! Ja, dann denke ich mal, kommen wir zum Eingang hier wieder. Das ist der Ausgang hier, okay. Naja, das wollen wir nicht. Wir wollen noch ein bisschen was sehen. Wir haben noch nicht alles gesehen. Fahren wir wieder zurück. Ja, zumindest weiß ich schon mal, wie man hier rauskommt.
Das war einer hier. Soldat oder was? Oder Söldner oder einer, der Soldat spielt. Ja, das ist das Gebäude, was man vom Strand aus gesehen hat. In diesen Balken hier. Ja, kann aber auch jeden Moment was runterfliegen. Hier, da hängt auch schon was runter. Eieiei. Also immer Augen auf. Vor allem nach oben. Dass da irgendwas angeflogen kommt. Eine Windböe und du hast so einen Drum am Kopf. Kommen wir gucken mal, was das hier für ein Soldattyp ist. Das halbe Handtuch da. Hier wird alles erforscht von den Leuten. Ja, und das ist jetzt der Eingang wieder. Das ist der Eingangsbereich mit so einem Brunnen und der Ticketschalter. Ja, und hier ist ein bisschen slippery, da muss man Obacht geben. Hier in der Sonne geht es noch, aber da drüben, das sind ein paar Stellen, moosbewachsen, die sind sehr rutschig. Vor allem mit unseren komischen Schuhen da, diese komischen Schuhe, die die Rennradfahrer immer haben. Hier ist Toilette, bezweifle, dass die noch in Betrieb ist. Ja, und das ist der Eingang hier. Da hinten war der Ausgang, wo ich eben rumfuhr. Ja, dann denke ich mal, das war es dann soweit. Haben wir soweit eigentlich alles gesehen. Und leider ist es nichts geworden mit der Tour auf die kleine Insel. Da müsste ich jetzt 40 Kilometer zu irgendeinem anderen Hafen fahren, worauf ich jetzt echt keine Lust habe. Nämlich derselbe Hafen, wo die Fähre nach Lombok geht. Das würde ich ja einsehen, weil da bleibst du ja dann noch ein bisschen länger, aber wegen so einem Tagesausflug jetzt 80 Kilometer hin und her und dann noch, nee, komm, habe ich jetzt keine Lust drauf. Nee, dann doch lieber der Park hier, haben wir den auch mal gesehen. Hier ist nochmal der Fountain und ich sage danke fürs Zusehen, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video, wahrscheinlich hier aus Bali und dann sage ich ciao, ciao. Schalte wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ja, hier sind irgendwie die Kampfhähne. Keine Ahnung, was die hier für eine Aufgabe haben. Vielleicht statt Kampfhunde oder Wachhunde haben die hier Wachhähne. Tja, so ist es in solchen Ländern. Okay, bye bye.